Hi Leute, willkommen zu Dragen gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und naja, so ab und zu schon mal um andere Sachen. Heute geht es mal weiter mit dem zweiten Teil vom Schädelschäumen bzw. Wolfsschädelschäumen. Heute wollen wir noch den Unterkiefer mal gucken, ob wir den noch angehen, und dann gebe ich euch noch ein paar Tipps, wie ihr den Schädel besser hinkriegt. Ich hatte dann noch so ein bisschen kleinere Probleme, also rein optisch gesehen. Darauf werde ich dann im Video auch noch ein bisschen eingehen und dann gucken wir mal, wie das Ganze dann nachher aussieht. Dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch wieder. Bleibt dran, wir sehen uns. Dann legen wir mal los. Wie ihr seht, ich habe das Ding schon ein bisschen was benutzt. Also der vierte Versuch, der ist dann was geworden. Also, dass ich wirklich soweit zufrieden bin. Und zwar gab es das Problem, dass ich hier die Zähne immer so komisch hatte. Ich hole mal runter. Ich habe nämlich schon ein bisschen gepinselt. Natürlich erstmal wieder nur in schwarz. Ihr sollt ja auch ein bisschen was zu sehen kriegen. Ja, tun wir erstmal hier auf die Seite. Und zwar hatte ich ja hier die Probleme, dass hier die Zähne nicht so. Das sieht ja aus so ein bisschen hier, als wenn die dem ausgefallen sind. Ja, hier so noch ein bisschen. Ist nicht ganz trocken. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gestört. Ja. Im Endeffekt das Problem der Lösung, wie ihr seht, hier sieht es gut aus. Die Zähne sind schön geworden. Das ist jetzt ist immer noch nicht so hundertprozentig perfekt, aber so weit, dass ich mit zufrieden bin. Zähne kann man gut sehen, sind schön spitz, nicht so abgeknackt wie bei den anderen. Im Endeffekt, das Lösungsproblem war, des Problems Lösung, Entschuldigung, war im Endeffekt, ich hatte das immer hier durch die zwei Löcher reingekippt, hat auch eigentlich gut funktioniert, aber aus irgendeinem Grund, wie ihr seht, wir haben ja hier noch so ein bisschen dann die Sachen hier davor, ne, ist das irgendwie hier so nicht in die Zähne reingelaufen. Keine Ahnung warum, hat wahrscheinlich dann auch Lufteinschlüsse gegeben. Das Problem habe ich dann gelöst, indem ich quasi erstmal die Rückseite erstmal kurz zugemacht habe. Hat man dann hier wieder so einen Proppen aus 16er Matte reingetan, die da reinpassen. Und habe dann das Ganze dann hier erstmal, ohne dass ich zugemacht habe, erstmal reingegossen. Dass das quasi hier schon mal in den Zähnen drin ist. Habe das dann komplett dann wieder drauf gemacht. Und habe dann Kordel drumherum gemacht. Aber ich muss ehrlich sein, mit der Kordel, das war jetzt auch nicht so das Optimale. Ich habe mir jetzt hier so Gummis besorgt. Einfach vom Einkaufen. Man wird das dann quasi so mit Gummis dann drum machen. Ich glaube, den Trick, den hatte ich irgendwo gesehen. Ich denke mal, das geht deutlich schneller, so ein Gummi drum machen, wie ihr seht. Ich glaube, da reichen noch 2 oder 3. Ja, wenn er das dann hier so drum macht. Das geht doch deutlich schneller, weil ihr müsst, wenn ihr nämlich das Zeug direkt reingekippt habt und dann erst zumacht, müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Der Schaum, der ist relativ schnell in der Ausdehnung. Wie ihr seht, 2 Gummis reichen schon. Sind ein bisschen dickere, kosten nicht viel, habe ich glaube ich im Supermarkt gekauft. 2 Euro oder sowas hier, so ein Paket. Ne? Und die kann man ja auch immer wieder benutzen. Aber ein bisschen was auf Reserve. Ist schon gut. Kann man gebrauchen. So, stelle ich erstmal kurz auf Seite. Ja, und wie ihr seht, das hat dann funktioniert. Also so viel dazu. Also das ist jetzt wirklich so, das waren jetzt nur ein paar Problemchen, aber das war jetzt nichts, was jetzt unlösbar ist. Nur so für den Fall, dass ihr auch so was machen wollt, dann habt ihr die Probleme. Wie gesagt, beide Löcher zumachen, die Form auflassen und dann in die Stellen, wo es dann nicht hinkommt, direkt reingießen, dann zu, Gummi und dann schwenken. Und dann natürlich eins der Löcher wieder aufmachen. Ich habe festgestellt, hier in der Mitte, dass das ist irgendwie ein bisschen besser. Das klappt ganz gut, wenn es dann hier in der Mitte rauskommt, weil jetzt, wenn ich jetzt die Gummis hier habe ich noch genug Luft. Weil je nachdem, wie viel er rein tut, schäumt das ja schon noch ganz gut raus. Da müsst ihr dann gucken, wie viel ihr da rein tut. Beim letzten Mal habe ich auch wieder ein bisschen übertrieben. Da war dann auch wieder ein bisschen viel. Also bei der Form, ich glaube 40-20 hat sich gut bewährt von der Menge her. Da kommt noch ein bisschen was raus. Aber
das ist schon gut. So 40, 20, 50, 25, so in den Dreh rum. Das klappt schon gut. Also, wie gesagt, das Problem haben wir auch gelöst. Ich tue das mal auf Seite. Zack. Ja. Dann könnten wir eigentlich die Schädel dann, aber das machen wir erstmal noch nicht, weil den Unterkiefer, den wollten wir ja auch noch machen. Da bin ich schon hingegangen. Hat man schon mal wieder aus so einer alten Kartonpappe, die ich kaputt hatte, was zusammengeschnippelt. Ich weiß nicht, ob das Silikon, was ich noch habe, dafür reicht. Das sehen wir dann später. Und dann werden wir hier das Ganze dann irgendwie schon mal draufkleben. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe hier noch so ein paar Dinger rumliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das natürlich reicht. Aber das werden wir einfach mal ausprobieren. Kann natürlich sein, dass das wieder ein bisschen zu dünn wird. Wir machen jetzt mal hier so ein Ding drauf. Und dann könnte man irgendwie noch hier und da eins. So, heute machen wir mal nicht ganz so hoch hier die Teile. Das wird dann wieder, damit das ein bisschen höher ist, dass wir noch so eine leichte Bodenplatte drunter haben. Mal gucken, das hatte ich schon mal so ein bisschen vorgebogen. Reicht zwar noch nicht so ganz, aber da kann man schon mal gucken. Das tun wir erstmal wieder raus. Passen müsste. Von der Höhe ist es diesmal auch hoch genug. Also ich habe diesmal ein bisschen, ich sage es jetzt mal, übertrieben mit der Höhe. So, könnte man eigentlich schon mal hingehen und das Ganze schon mal kleben. Ja, die Pappe ist natürlich jetzt nicht ganz so dick. Mal ein bisschen gucken, wie wir das machen. Statt habe ich das auch ein bisschen schief geknickt, aber ja, irgendwas ist hier gefühlt immer. Ich glaube, ich habe wieder ein bisschen zu viel Kleber überall. So, für alle Seiten habe ich mal wieder zu wenig Hände. Dann müssen wir erstmal nur das Teil machen. So, das lassen wir ein bisschen abkühlen. Dann können wir nämlich in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Farbe anrühren. Und zwar nehmen wir mal das. Hier noch etwas zum Umrühren. Nehmen wir einen alten Pinselstiel. So. Dann können wir nämlich schon mal den Schädel anfangen. Schädel. So, dafür nehmen wir wieder transparentes Flexi-Paint. Dann einen schönen weißen Ton, den ich Gott sei Dank endlich mal gefunden habe, der mir auch gefällt. Also ich hatte schon so ein paar verschiedene Weißtöne, also die sahen dann nachher nicht so toll aus. Hat man da nicht. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch direkt die Acrylfarbe drauf machen, aber ich habe jetzt bei ein paar Sachen gemerkt, wenn er dann noch das Transparent mit reinmacht, ist das schon ein bisschen besser. Und das dann mit dem Weiß. Das hält doch dann deutlich besser, wenn man was ist. Aber das liegt dann an euch. Ihr könnt natürlich auch direkt die transparent das Acryl direkt drauf machen. Das geht natürlich auch. So, mal schauen, was haben wir denn hier? Ja, nehmen wir einfach hier den Schwamm. Können wir natürlich auch mit braun machen und damit weiß. Das liegt dann an euch. Je nachdem, wie es euch gefällt. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Ich werde wirklich, ich denke mal, ich versuche bei dem Ding hier mal eine zweiteilige Form zu machen. Ich mache dann so ungefähr so, weiß noch nicht ganz, dass die Zähne noch nicht so ganz drin sind. Oder? Na, ich weiß es nicht. Oder unterhalb und den Rest dann oben. Dass man quasi, sagen wir mal, hier so die Kante haben.
Dann kann man das hier nämlich an den Stellen schön wegschneiden. Und dann, dass man das dann, ich sag jetzt mal über die Löcher hier, die 3 kleinen, dass man dann das da quasi einfüllen kann. Beziehungsweise die machen wir dann zu, bis auf 1. Die Luft muss ja raus und gießen dann quasi dann direkt in die Zähne rein. Jetzt muss ich noch gucken, ich muss dann Trennmittel benutzen. Ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwas da habe oder mir da noch was kaufen muss. Dass man dann quasi das Ganze ein bisschen einschmieren und dann den Rest dann von der Form machen. Da bin ich noch am Überlegen, wie ich das mache, aber da fällt mir bestimmt noch mal was zu ein. Mal gucken. Ne? Das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Ich weiß nur noch nicht, was ich dafür nehme. Weiß noch nicht. Mal schauen. So. Das Ganze muss jetzt so halbwegs abgekühlt sein. Machen wir zur Sicherheit und doch noch mal ein bisschen Klebeband drumherum. Einen leeren Becher erstmal. Ich denke mal, das reicht. Sicher bin ich mir da jetzt nicht, aber ich denke mal, das könnte hinhauen. So. Ein Pinsel tun wir erstmal ein bisschen runter schneiden. Den nehmen wir dann wieder zum Umrühren. So, mal schauen, ob das noch reicht. Also das ist, was ich noch habe. Puh. Ich glaube, das wird nicht reichen. Ich glaube, da brauchen wir doch noch ein bisschen mehr. Aber wir versuchen es erstmal. Wir machen jetzt erstmal die Bodenplatte und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ja, mal schauen, so ein bisschen was könnte ich eigentlich noch, weiß ich nicht. Oder lassen wir das in der Höhe als Grundplatte? Ja, ich denke mal, das lassen wir so als Grund. Und den Rest machen wir dann das obere Teil. Ja, das, wenn ich das hier schon wieder sehe, das kann ich schon wieder ein bisschen. Aber ich habe die Pappe ein bisschen schief geschnitten, wenn ich das hier so richtig sehe. Mal gucken, haben wir hier etwas Längeres oder noch ein Stück Bernstein? Haben wir noch genug Luft? Ach ja, doch. Sieht gut aus. Sind noch nur so 5 mm könnten es sein. Kriegen wir hin. Ich hatte schon gedacht, ich habe schon wieder total Mist gebaut, dass ich wieder oben was draufsetzen muss, aber das müsste funktionieren. Das sieht schon mal gut aus. Ja, mal schauen. Vielleicht hätte ich die Form dafür auch ein bisschen anders machen sollen. Vielleicht so ein bisschen schräg. Dann hätte man nämlich viel weniger Silikon gebraucht. Vielleicht mache ich das auch noch. Weil das hier trocken ist. Vielleicht, dass ich das hier so ein bisschen abschräge. Dann braucht man nämlich nicht so viel Silikon. Ne? Ich sag jetzt mal, dass ich hier so ein Edding. Ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht, dass ich dann quasi nur so bis hier und dann hier so eine Schräge runter mache und dann hier so eine Platte drauf klebe. Ich glaube, das würde ich auch machen. Das kann ich nämlich, dann brauche ich nämlich deutlich weniger Silikon für das Ganze. Das wäre vielleicht noch eine gute Idee. Ich glaube, das werde ich auch mal ausprobieren. Dann sieht die Form zwar nachher ein bisschen komisch aus, aber prinzipiell ist das ja erstmal scheißegal, denke ich mal. Das ist schon ja nicht mal so schlecht. Was vielleicht auch nicht, aber dadurch, dass man die andere Farbe nicht mehr sieht, kriegt, wäre das vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee in 2 verschiedenen Farben, dass man dann immer weiß, wo dann quasi die Trennkante ist. Wo man dann quasi nachher mit dem Messer schneiden muss. Das ist vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee. Allerdings das Grün kriegst du, glaube ich, nur noch einen großen Gebinden. Jetzt gibt es nur noch von denen das Blau. Aber naja, ist egal. Mal gucken. Aber ich glaube, das mit dem Deckel, dass das so ein bisschen wird irgendwie, hier fühlt doch schon wieder ein Sarg. Also ja, auf jeden Fall könnte das funktionieren.
Auf jeden Fall hat man ziemlich viel Silikon, weil wenn wir das nämlich hier jetzt machen, ihr seht ja hier, ich mache mal andersrum. Statt jetzt hier reinkippe, dann habt ihr hier natürlich dann so einen riesen dicken Block. Ne? Das ist ja quasi nur, damit wir hier das kleine Stückchen hier dann quasi noch kriegen. Also wäre das ja vielleicht ja nicht mal so schlecht, wenn ich dann quasi hier unten das Teil ein bisschen flacher mache. Und dann hier noch so eine Schräge mit einer Wand einbaue. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, die Idee ist ja nicht mal so schlecht. Mal gucken, wie hoch ich das dann machen kann. Dann mache ich dann eine Gerade, schneide das quasi dann hier so runter, so auf die Höhe, wie ich es haben will, und klebe dann hier eine Platte und da was drauf. Muss das natürlich dann alles noch abdichten, aber ich sage jetzt mal, da brauche ich deutlich weniger Silikon. Ich glaube zwar nicht, dass ich damit hinkomme, was ich da habe, aber auf jeden Fall brauche ich viel weniger, wie dann, als wenn ich dann hier so einen massiven Klumpen rausmache. Ich glaube, das ist eine gute Idee, das machen wir so. Aber das lassen wir jetzt erstmal hier trocknen. Und dann schauen wir mal. Wenn das dann trocken ist, kann man das ja mit dem Schneiden mal probieren. Wird mal wieder sehr experimentell. Das sind jetzt 4 Versuche, die ich gemacht habe. Das hier ist der letzte, glaube ich, gewesen, weil hier sind nämlich die Zähne. Das hier war, glaube ich, die ersten. Und wie ihr seht, das war dann der erste, zweite, dritte und hier beim 4. hatte ich dann den Dreh endlich richtig raus. Aber die Teile sind nicht schlecht, die kann man so auch noch nehmen. Zähne sind nicht ganz so schön, aber so von der Grundform und alles, das passt schon. Kann ja ein bisschen abgebrochen sein. Ja? So sehen die jetzt aus. Ich denke mal, das Ganze ist ganz gut geworden. Der Kiefer, das sieht auch gut aus. Aber ich glaube, das mache ich im nächsten Video dann weiter. Ich muss da erst noch ein bisschen was probieren und ich muss auch noch Silikon wieder nachbestellen. Mal gucken, wie wir das machen. Ich denke mal, da gibt es vielleicht noch einen dritten Teil. So, wie gesagt, das ist jetzt, was nach der Bemalung rausgekommen ist. Die hatte ich in schwarz gemalt, dann mit weiß drüber, mit Flexipaint transparent und dann weiß mit drin. Und die hier hatte ich erst schwarz, dann habe ich noch eine Schicht braun drüber gepinselt. Und dann mit dem Schwamm nochmal mit Flexipaint mit weiß dann auch nochmal drüber gepinselt. Beziehungsweise mit dem Schwamm alles getupft. Also die obersten Schichten ist alles mit dem Schwamm. Ja, wie gesagt, das ist jetzt dabei rausgekommen. Ja Leute, wie ihr seht, das hat jetzt ja nicht so schlecht geklappt. Der Trick ist halt wirklich, dass er die Form aufmacht und das dann in die Zähne reinkippt und dann zumacht. Dann klappt das auch ganz gut, wie ihr seht. Ne? Also vom ersten, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, vom ersten dann und auf die 4. Version. Gut, das hätte ich wahrscheinlich schon eher machen sollen, aber beim zweiten Mal wahrscheinlich schon. Eigentlich hätte ich doch schon direkt wissen müssen. Aber naja. Wie gesagt, mit dem Kiefer, das werde ich dann in einem anderen Video noch machen. Ich weiß noch nicht, ob ich dann hier einen dritten Teil oder dann hier so bei dies und das noch mit rein. Ich habe ja dann noch ein paar Sachen, die Schädelfackel noch, den Handschuh bin ich auch noch dran. Hatte ich auch noch nicht so Lust weiterzumachen. Da hatte ich noch eine Idee, da werde ich auch noch was machen. Und vielleicht mache ich das dann da drin. Mal schauen. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bei meiner nächsten Projekte und Videos. Wir sehen uns.